Wir wollen das Thema vertiefen. Zugeschaltet ist jetzt der CSU-Politiker Thomas Karmasin. Er ist Präsident des Bayerischen Landkreistages. Herr Karmasin, ich grüße Sie. Hallo, Herr Simon. Die Geldkarte ist heute ja auch ein großes Thema. Laut Beschlussvorlage der Ministerpräsidentenkonferenz soll die maximale Auszahlungshöhe dieser Bezahlkarte, wie sie ja richtig heißt, bei 50 € liegen. Ist das die richtige Entscheidung? Kritiker meinen ja, so eine geringe Höhe, die verhindere die soziale Teilhabe der Migranten. Naja, die soziale Teilhabe erfolgt ja über das Geld, das auf der Geldkarte ist. Es gibt keinerlei Probleme. Wir haben die Geldkarte ja seit einiger Zeit mit den Akzeptanzstellen. Es gibt rundherum eigentlich alle Stellen nehmen diese Karte entgegen. Und die 50 € sind ja eigentlich nur für Kleinstbeträge an Automaten, Getränkeautomaten, vielleicht mal im Bus. Also ich denke, das ist die richtige Menge, denn wenn man eine große Menge Bargeld da erhalten kann, dann bräuchte man die Karte ja eigentlich gar nicht einführen. Aber vor allen Dingen die Grünen, die hatten ja mit einer niedrigen Bargeldgrenze starke Bauchschmerzen. Glauben Sie, dass es nach der Ministerpräsidentenkonferenz jetzt tatsächlich zu einer flächendeckenden Begrenzung der Geldkarte auf 50 € kommt? Oder ist da mit weiteren Querschüssen zu rechnen? Also die Grünen sind ja auch entschiedene Gegner der Karte an sich gewesen. Von daher gesehen hoffe ich nicht, dass jetzt sie so weit bekehrt sind, dass sie mit den 50 € einverstanden sind. Die Frage ist, ob der Kanzler sich jetzt hier in der Regierung durchsetzt und das bundesweit so ausgerollt wird, wie es die Ministerpräsidenten unisono fordern. Das wäre jedenfalls zu wünschen. Welche Erfahrungen haben Sie denn mit dieser Karte bisher gemacht? Bei Ihnen in Bayern sollte sie ja seit April bereits eingesetzt werden. Ja, wir haben ausschließlich gute Erfahrungen, muss ich tatsächlich sagen, nach einer kurzen Anlaufphase, wo man das System natürlich installieren muss, hat es auch die Verwaltung deutlich erleichtert. Sie brauchen keine entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen mehr für Bargeldauszahlungen und ähnliche Dinge mehr. Und es gibt aber auch bei den Geflüchteten eigentlich kaum Widerstand. Natürlich würde man sich immer wünschen, dass etwas mehr Geld entweder überhaupt drauf wäre oder in bar auszuzahlen wäre. Aber es gibt keine ernstzunehmenden Schwierigkeiten, weder bei den Akzeptanzstellen noch bei den Geflüchteten. Inwiefern ist die Ausgabe dieser Karte eine Mehrbelastung für die Kommunen oder ist gerade das Gegenteil der Fall, weil die Ämter jetzt weniger Bargeld vorhalten müssen? Es ist tatsächlich eine Verwaltungserleichterung. Es ist also für die Kommunen jetzt einfacher, als es vorher war. Nach der Anlaufphase, in der das System implementiert worden ist, ist es jetzt deutliche Erleichterung. Also wir begrüßen das auch als Verwaltung sehr. Und Sie haben es gerade eben schon angedeutet. Wie ist die Akzeptanz der Karte bei den Migranten? Passiert das ohne Murren oder gibt es da auch Fälle, in denen Betroffene sagen, da gehen wir lieber in andere Bundesländer, wo es noch mehr Bargeld gibt? Ja, also ganz beliebig freizügig sind die Menschen ja meistens nicht. Es mag Einzelfälle geben, wo das möglich ist. Ich habe aber da keinen Zusammenhang bislang feststellen können. Möglicherweise wäre das ein Effekt, dass man sich wünschen würde, gut, wenn das nicht so smart mit dem Geld läuft, dann gehen viele wieder heim. Aber auch das können wir im Moment nicht feststellen, sondern es wird akzeptiert. Die Menschen, wie gesagt, würden sich freuen, wenn sie etwas mehr da drauf hätten oder mehr bar abheben könnten. Aber es wird im Großen und Ganzen sehr gut akzeptiert. Ein wichtiges Thema auf der Ministerpräsidentenkonferenz ist heute ja auch die Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten. Bisher haben wir da noch keine Lösung gehört. Es gibt noch keine Abschlusspressekonferenz. Aber halten Sie das denn grundsätzlich für ratsam, um die Kommunen weiter zu entlasten? Der Löwenanteil des Papierkrams, der müsste dann ja irgendwo im Ausland erledigt werden. Also ich hielte das für eine sehr gute Lösung, wenn man sich darauf verständigen könnte. Weil man muss ja immer sehen, es kommen sehr viele Menschen zu uns, von denen von Anfang an mehr oder weniger feststeht, dass sie einen Asylgrund nicht wirklich haben, der anerkennenswert ist, die sich aber trotzdem über Jahre oft bei uns aufhalten, natürlich auch Sozialleistungen erhalten, aber natürlich auch den Platz für diejenigen Menschen wegnehmen, die ernsthaft verfolgt sind oder aus Kriegsgebieten zu uns kommen. Und unser Rechtsstaat ist so filigran gestrickt, dass sie diese Menschen über Jahre nicht zurückführen können, weil die sich immer wieder mit irgendwelchen Winkelzügen festhalten können. Das heißt,
wenn man das wirksam begrenzen will, den irregulären Zuzug, dann wird es nur vom Ausland ausgehen. Also ich begrüße eine solche Lösung sehr. Sagt der Präsident des Bayerischen Landkreistages, Thomas Karmasin. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Ich bedanke mich auch.